Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde und werde die letzten Tage und Wochen oft gefragt, wie es eigentlich mit der Husqvarna-Restauration läuft. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe mir vor etwa 4 Jahren einen LKW gekauft, den wir seitdem restaurieren. Genau genommen machen wir eine sogenannte Frame-Off-Restauration. Das ist im Endeffekt, dass wir das ganze Teil zerlegen und jede einzelne Schraube, also wirklich jede, restaurieren. Aber was haben wir eigentlich die letzten Jahre genau gemacht? Hier ein kleiner Rückblick. Im August 2022 haben wir den LKW hier in den Bastelsaal geschleppt. Hier ein paar Ausschnitte davon. Es war auf jeden Fall ein geiles Gefühl, als der LKW angesprungen ist und drin zu sitzen, während wir ihn an einer Stange abgeschleppt haben. Und beim rückwärts einparken konnte ich dann auch direkt meine gelernten Skills aus meinem CE-Führerschein, den ich natürlich schon gemacht habe, unter Beweis stellen. Seitdem haben wir den ganzen Müll aus dem LKW gebracht, den Aufbau demontiert, dann den ganzen Aufbau abtransportiert, Dachträger, Auspuff, Motorhaube abgebaut, die Türen abgebaut. Ich weiß noch, wie wir uns gefreut haben, als die super feste Schraube endlich gelöst war. Die ganze Kabine abgenommen. Hier ist noch irgendwas. Dann die freistehende Kabine entkernt. Das war auch ein ikonischer Moment, als meine Frau die Scheibe zerstört hat. Grüße gehen raus. So, gleich jetzt. Dann haben wir die Motorhaube entkernt, den Motor ausgebaut. Und ja, wir mussten die Ratsche mit dem Auto betätigen, weil die Schrauben teilweise so unglaublich festgesessen sind. Aber letztlich konnten wir dann den Motor ausbauen. Dann kam ein sehr motivierender Meilenstein. Die Kabine wurde gesandstrahlt. Hier ein Vorher-Nachher-Vergleich. Die nächste Probe für die Beziehung mit meiner Frau war dann die Demontage der Türen. Gefolgt vom weiteren Entkernen der Kabine. Danach wurden weitere Teile vom Rahmen geschraubt, wie das Lenkgetriebe oder der Druckluftkessel. Bevor jetzt neue Teile rein können, musste alles, was irgendwie rostig ist, raus. Zwischenzeitlich war dann der Motor noch beim Eisstrahlen. Dann konnten wir die Vorderachse ausbauen. Und ein paar Tage später dann auch die Hinterachse und das Verteilergetriebe. Zwischenzeitlich hatte sich der Sandstrahler um alle Teile der Türen gekümmert. Was dann vom Tag gekürt wurde, als der LKW wirklich komplett zerlegt in unserer Halle lag. Ein paar Wochen später waren dann auch alle Teile gestrahlt und neu grundiert. Das sah richtig gut aus. Das war richtig motivierend, alles sah wieder neu und sauber aus. Meine Frau hat dann die Reifen weggefahren. Es wurden neue Mäntel, die wir aus einem Bestand der Bundeswehr gekauft hatten, von einer Firma montiert, also aufgezogen. Und in diesem Zuge auch die Felgen mattschwarz lackiert. Dann konnten wir den zwischengelagerten Aufbau wieder vor unsere Halle holen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir übrigens noch nicht, dass der Aufbau so verrostet ist, dass er nur noch für den Schrott zu gebrauchen war. Mit Dennis habe ich dann noch die gebrochene Motoraufhängung repariert und wir haben im März 2023 wieder mit der Montage des LKWs begonnen. Dann waren wir in Wien und haben Michel und seine Husare besucht. Das war auch sehr motivierend, komplett montierte Fahrzeuge zu sehen. Das war richtig cool. Von Michel haben wir dann auch eine ganze Latte an Ersatzteilen gekauft, die wir für den weiteren Ausbau des Husar benötigen werden. Im Anschluss haben Matze und ich das Verteilergetriebe wieder eingebaut, die Kardanwellen montiert und das Lenkgetriebe wieder an seine ursprüngliche Stelle geschraubt. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir übrigens auch noch nicht, dass das Verteilergetriebe nochmal raus muss, weil es einen Lagerschaden hat. Wie auch immer, mit Dennis habe ich dann die Restauration und Verlängerung der Fahrerkabine in Angriff genommen. Wir wollten das Teil um 30 cm verlängern, um später mehr Platz und mehr Komfort zu haben. Hier habe ich beispielsweise mit Klebeband ein Abbild von kaputten Teilen gemacht, um sie später beim Laserschneider in neu zuschneiden zu lassen. Und so haben wir nach und nach die wirklich verrosteten Teile der Kabine ersetzt und ein Gerüst für die Verlängerung eingesetzt. Der nächste Meilenstein war dann die Montage der Stoßdämpfer.
Gefolgt von der Restauration der Bremsen, was wiederum den nächsten Meilenstein freigeschaltet hat, die Montage der Räder. Und dann konnten wir die Böcke abnehmen. Es war auf jeden Fall befriedigend, das Teil endlich wieder rollen zu sehen. Und einlenken. Ja, lenk. Übrigens haben wir auch jedes einzelne Teil aufwendig gereinigt, also Aceton, Schleifen und so weiter, ihr wisst. Wie hier zum Beispiel die Steckachse. Die Steckachsen konnten wir dann auch mit unserem selbstgebauten Werkzeug montieren und die neue Spurstange montieren. Im Anschluss konnten wir die Lenkstange montieren, um danach beim Ölwechsel des Verteilergetriebes zu merken, dass Metallteile im Öl sind. Wow! Das hat mich wirklich genervt und es war ein großer Rückschlag, aber es hilft ja alles nichts und wir haben weitergemacht. Im Sommer 2024 haben wir uns dann um den Aufbau gekümmert, also den Koffer hinten drauf, den Wohnkoffer. Er wurde ganz zerlegt. Das war wirklich ein krasser und hochgefährlicher Tag, weil alles war riesig und schwer, riesige Metallteile. Aber letztlich musste der Aufbau leider entsorgt werden, weil er zu verrostet war. Immerhin hat das Alu noch knapp 250 € gebracht. Dann haben wir den ganzen Rahmen im Bastelsaal lackiert. Und zwar, indem wir einfach 3 Pavillons mit etwas Folie zur Lackierkabine umgebaut haben. Das Ergebnis ist aber wirklich krass geworden und hat mich wieder motiviert. Die letzten Schritte bisher waren dann die Restauration des Tanks. Wir haben dafür 350 Liter kochendes Wasser produziert und mit Salzsäure in den Tank geleert, nur um das ganze Abwasser dann am nächsten Tag wieder aus dem Tank zu pumpen. Den Tank konnten wir dann abschleifen, den Rost entfernen und mit Epoxykleber abdichten. Dann konnte ich den Tank wieder in meiner Pavillon-Kabine lackieren und das Ergebnis ist wieder richtig geil geworden. Diesmal war es Raptor-Lack aus der Spraydose. Beim Grundrahmen selbst war es mit einem Druckluftkessel und Pistole. Und das war's. Das haben wir die letzten Jahre an diesen Lastwagen gemacht. Etliche Stunden und Tage, so viele Learnings. Es macht wirklich großen Spaß und ich möchte mich an dieser Stelle hier auch nochmal herzlich bei allen Zuliefererfirmen und insbesondere bei allen Helfern und Matze bedanken. Ohne euch wäre dieses Projekt nicht im Ansatz möglich. So, und jetzt noch kurz zum Stand der Dinge, also Juni 25. Aktuell sind 4 Dinge gleichzeitig in Arbeit. Die Verlängerung der Kabine läuft nach wie vor. Da haben wir fast alle Bleche eingeschweißt. Nur noch das der Fahrerseite und ein Nachbau der Luke fehlt. Das Verteilergetriebe ist auch komplett zerlegt. Hier kümmern wir uns derzeit um die Restaurierung der Welle und pressen ein neues Lager auf. Der Motor ist aktuell auch zerlegt. Hier suchen wir nach neuen und passenden Pleuelagerschalen und Kolbenringsätzen. Falls also jemand kennt, der sowas liefern kann oder anfertigen kann, ich freue mich über jeden Kontakt. Der Motor MAN N-Motor, Baujahr 69. Und mit Matze habe ich letztens angefangen, die Motorhaube zu restaurieren. Hier haben wir alle rostigen Metallverstärkungen freigelegt und sind gerade dabei, selbige zu reparieren. Ich persönlich habe mich zuletzt um das Abschleifen und Lackieren aller Kleinteile gekümmert. Und auch um die Anhängerkupplung, die früher übrigens so aussah. So sahen die Teile dann vor den Sandstrahlen aus. Die restlichen Teile habe ich dann alle von Hand abgeschliffen. Das hat übrigens 2 Tage gedauert. Und die Teile der Kupplung sahen nach den Sandstrahlen echt cool aus. Und dann war irgendwann alles bereit für die finale Lackierung. Ich habe also wieder meine Pavillon Lackierkabine aufgebaut, alle Teile darin aufgehängt. Nach der Grundierung sah das schon sehr vielversprechend aus. Und das Ergebnis mit Raptor Lack ist richtig gut geworden. Also die Lackierkabine wieder abgebaut und die Teile nochmal begutachtet. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ergebnis und abschließend konnte ich dann noch die Anhängerkupplung montieren. Sogar eine neue Kette habe ich angebracht und verschweißt und das Ergebnis ist richtig gut geworden. Das ist so motivierend, endlich werden Dinge fertig. Hier nochmal die Kupplung, wie sie vor etwa 2 Jahren aussah. Ich habe dann noch einen kleinen Deckel konstruiert und gedruckt und das war dann die fertige Kupplung mit einem neuen Deckel. Oh
mein Gott! Wie ihr seht, wir und ich arbeiten kontinuierlich an diesem Projekt und bald geht es auch wieder schneller weiter. Was sagt ihr zum Projekt und Fortschritt? Ich würde mich sehr über einen Kommentar freuen und wenn ihr mir einfach nur Kraft geben wollt, schreibt unbedingt das Wort Kraft in die Kommentare. Ich habe euch in der Videobeschreibung auch alle Hussar-Videos und die dazugehörige Playlist verlinkt. Lasst doch unbedingt ein Abo da, um auch kommende Hussar-Updates nicht zu verpassen. Das war's von diesem Video und dieser Rückschau. Ich hoffe, ich konnte euch etwas unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ah!